Wie kannst du trainieren, dass die Doppelzunge bei deinem Trompetespielen besser funktioniert und besser klingt? Mit dem Thema beschäftigen wir uns heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Die Doppelzunge besteht ja nicht nur aus der reinen Zungenbewegung, sondern da sind noch mehrere Faktoren beteiligt, wie zum Beispiel die Lockerheit der Lippen bzw. auch das aktive Ausatmen, also die Luftführung und damit verbunden natürlich vorher die Einatmung, also Zungenbewegung, Luftfluss, Lippenspannung. Diese Faktoren sind erstmal entscheidend, damit wir die Töne auf der Trompete auch schön spielen können und die Zungenbewegung dann geschmeidig mit reinläuft, damit diese eben schnell, elegant und auch präzise funktionieren kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Gedanken machen, wie ist die Doppelzunge aufgebaut, müssen wir natürlich auch damit uns auseinandersetzen, wie beginne ich jetzt, dass ich die Doppelzunge auf dem Instrument besser zum Klingen bringe. Wir gehen ganz von der Basis aus und halten erstmal einen bequemen Ton aus. Wir nehmen immer das G1 und fühlen in uns hinein, wie fließt die Luft nach außen. Also auch dieser Ausatmenprozess sollte schon entspannt sein. Das heißt, wir wählen die Lautstärke nicht leiser als Mezzoforte, aber auch nicht lauter als Forte. In dem Bereich spielen wir und lassen die Luft fließen und fühlen hinein, wie fühlt sich das an, ist der Hals offen und fließt die Luft wie in unserem Mund bzw. gegen die Lippen in unser Instrument und wie klingt es letztendlich auf unserer Trompete. Also einmal Luftführung für G1. Ganz wichtig, immer auf Spannungspunkte achten, also nicht, dass der Hals eng ist und man da einen Widerstand spürt oder dass das Mundstück zu stark gegen die Lippen gedrückt ist. Auch diese Spannung bzw. dieser Druckpunkt würde unsere elegante Doppelzunge letztendlich von der Bewegung her, vom Klang her beeinflussen und wir müssten Abstriche natürlich in Kauf nehmen, deswegen immer gleich darauf achten, dass das Zwerchfell nicht überspannt ist, also dass man da richtig drückt von unten raus, dass der Hals offen ist und die Luft da ohne Widerstand fließen kann und dass sich auch im Mundbereich die Zunge und die Lippen natürlich möglichst locker anfühlen, damit der Klang auf der Trompete auch gut, rund und voll ist. Wenn wir jetzt die Doppelzunge ins Spiel bringen, achten wir darauf, dass wir genau dieses Gefühl auch wieder abrufen können und dann dementsprechend auch die Zunge in Einsatz bringen. Das heißt, die Zungenbewegung ist du Gü, das heißt, wir nehmen ganz vorne diese Zungenbewegung, Zungenspitze und Zungenrücken. Dieser vordere Zungenrücken bewegen sich ziemlich nah an den vorderen Schneidezähnen und dementsprechend haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das Tempo variieren können, auch sehr, sehr schnell spielen können. Ich empfehle immer du Gü, weil Ta Ka eine immer große Bewegung mit sich bringt und dementsprechend haben wir eventuell Probleme, diese Bewegung geschmeidig auszuführen. Deswegen erstmal herantasten über diese Silben du Gü, also und wenn du diese Übung trocken machst, denk immer daran, dass du auch gleich aktiv den Luftstrom zum Einsatz bringst. Also dieses nach vorne denken ist sowieso sehr, sehr wichtig, damit wir auch diesen Luftstrom, den wir nach außen, nach vorne pusten, auch mental unterstützen und uns dabei natürlich auch diesen Luftstrom, diesen nach außen fließenden Luftstrom vorstellen. Jetzt auf das Instrument übertragen, das heißt, wir bleiben erstmal natürlich bei diesem G1 und versuchen diese Trockenübung gerade eben auf unser Instrument zu übertragen. Immer daran denken, die Zungenbewegung findet vorne statt und die Luft fließt dementsprechend aktiv nach außen. Los geht's. Jawohl, wenn du das kannst, dann variiere ruhig das Tempo, geh mal ein bisschen schneller, beziehungsweise lass auch die Doppelzunge über nicht nur eine Bewegung der Doppelzunge laufen, sondern mach ruhig 4, 5, 6 Bewegungen, damit wir einfach auch in die Bewegung kommen und auch etwas in dieser Bewegung bleiben können. Natürlich bleiben wir jetzt nicht nur auf dem G1, wir möchten natürlich auch dieses Spielgefühl auf die restlichen Töne übertragen. Das heißt, wir möchten die Doppelzunge natürlich in dieser Art und Weise auch tiefer bzw. auch höher zum Einsatz bringen. Das heißt, wir bewegen uns anfänglich erstmal wieder in dieser Quarte, das heißt G1 bis C2 und wählen uns einen Rhythmus und übertragen den auf alle folgenden Töne, also G1 bis C2 und dann wieder zurück und dementsprechend natürlich A und H als Zwischentöne. Los geht's!
und Wasser ausleeren, damit wir eben auch keine Störgeräusche im Instrument haben. Wenn das gut funktioniert, gehen wir den Weg nach unten an. Das heißt, wir bleiben jetzt in G-Dur, haben dann dementsprechend als zweiten Ton nach G1 eben das Fis und spielen dort nach unten, sagen wir mal, bis zum D1 und dann wieder zurück zum G. Jawohl. Und als nächstes machen wir jetzt eine Verbindung von diesen beiden Übungen. Das heißt, wir haben erst diese wellenartige Aufwärtsbewegung, dann diese wellenartige Abwärtsbewegung und kommen letztendlich dann wieder auf dem G1 raus. Los geht's. Und wenn mal ein Ton wegbleibt, mach dir keinen Kopf. Die Übung durchziehen und du kannst sie ja nicht nur einmal spielen, sondern natürlich auch mehrmals. Als Übeprozess würde ich dir für solche Übungen immer ungefähr 2-3 Wochen vornehmen mental, also nicht verlangen, dass schon nach einem Tag des Trainings am nächsten Tag alles besser läuft. Wahrscheinlich ist die Muskulatur überlastet und eher müde, also wird es am zweiten Tag dann auch eher schlechter klappen. Und über einen Zeitraum von 2-3 Wochen hast du eben Höhen und Tiefen und kannst dann am Ende Resümee ziehen und eben sagen, das hat sich verbessert, die Luft fließt besser, der Klang ist besser, ich spiele es insgesamt lockerer und dann kannst du natürlich dann dementsprechend auch bei den Punkten, die dir noch nicht so gut gefallen, dann wieder ansetzen und eben diese Faktoren verbessern. Und dann hast du auch einen sukzessiven und aufeinander aufbauenden Übeprozess und wirst merken, dass es besser wird, dass die Doppelzunge besser läuft, dass sie schneller läuft, dass sie direkter läuft, dass der Klang währenddessen besser ist. Also ganz wichtig immer diese Denkweise, wir brauchen erstmal Luft, das ist Klang. Es heißt aber nicht, dass umso mehr Luft, umso besserer Klang, das ist falsch. Sondern wir müssen immer schauen, dass dieses sich in Waage hält. Nämlich, wie sind die Lippen angespannt? Meines Erachtens nach sollten sie möglichst locker sein. Die Luft fließt und das möglichst ohne Druckpunkte, also nicht, dass der Hals eng wäre oder dass das Mundstück zum Beispiel zu stark gegen die Lippen gedrückt wird oder der Ansatz zu kräftig angespannt ist. Da auch vorsichtig sein, immer so stark abdichten zum Mundstück mit den Lippen, dass die Luft eben ins Instrument geht und dass die Intonation auch dementsprechend passt. Dann kommt natürlich noch die Zungenbewegung, die sollte möglichst weit vorne stattfinden, damit wir eben diese schnell und direkt und präzise bewegen können. Vermeide anfänglich diese großen Bewegungen, also ta-ta-ka-ta. Dadurch hat man immer eine ziemlich große Zungenbewegung. Eventuell hat man sogar einen Halsverschluss. Da immer darauf aufpassen, dass du am Anfang erstmal diese kleinen Bewegungen übst, also und natürlich gerne auch erstmal trocken, damit die Zunge lernt, welche Bewegung sie jetzt ausführen muss. Und lange Töne aushalten, das natürlich möglichst entspannt und gleichbleibend im Klang, hilft dir immer weiter. Auch da wieder darauf aufpassen, dass der Hals offen bleibt und du nicht zu viele Druck- oder Spannungspunkte erzeugst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Üben deiner Doppelzunge, beziehungsweise dass du es hinbekommst, dass sie gut klingt. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.